Blähungen und Fürze bei Sportlern. Wieder zu viel Protein im System? Wer viel trainiert, isst meistens auch viel Protein. 150 Gramm, 180 Gramm, manchmal 200 Gramm am Tag. Und viele kennen die unangenehme Begleiterscheinung: Blähungen und Fürze, bei denen im Fitnessstudio besser ein Fenster offen steht. Warum passiert das? Was von unserem Protein nicht vollständig verdaut und aufgenommen wird, wandert weiter durch den Darm. Dort übernehmen Darmbakterien einen Teil der Arbeit. Sie zerlegen und vergären die Proteinreste. Dabei entstehen unter anderem Ammoniak, Amine und Schwefelverbindungen. Gerade letztere sind ein Grund dafür, dass die Gase bei proteinreicher Ernährung ziemlich übel riechen können. Und jetzt kommt Bacillus subtilis ins Spiel. Seine Sporen überstehen den Magen und können bereits im Dünndarm wieder erwachen, also dort, wo ein großer Teil unserer Verdauung stattfindet. Und Bacillus subtilis ist eine kleine Enzymfabrik. Er produziert unter anderem Proteasen. Das sind Enzyme, die Proteine zerlegen. Damit kann Bacillus subtilis bereits dort an der Verarbeitung von Protein beteiligt sein, bevor unverarbeitete Reste weiterwandern und anderen Darmbakterien als Futter dienen. Und genau das macht ihn bei einer sehr proteinreichen Ernährung interessant. Denn weniger Proteinreste für die bakterielle Fäulnis bedeuten auch weniger Ausgangsmaterial für jene Prozesse, bei denen Ammoniak, Amine und übelriechende Schwefelverbindungen entstehen können. Das ist der Zusammenhang zwischen Bacillus subtilis, viel Protein und deinen Blähungen. Wenn dein Trainingsplan also stimmt, dein Protein stimmt, aber dein Darm jeden Abend dagegen protestiert, lohnt es sich vielleicht, nicht noch über den nächsten Proteinshake nachzudenken, sondern über die kleinen Mitbewohner, die ihn am Ende mitverdauen.